Aspern-Seestadt, eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Hier entsteht ein neuer Stadtteil von Wien, mit allem, was dazugehört. Wohnraum, Gewerbe, Verkehrsanbindungen, Nahversorgung, Freizeitmöglichkeiten. Darüber hinaus ist die Seestadt ein Experimentierfeld, eine Spielwiese für Forschung und Innovation. Auf diesem Nährboden ist ein ganz besonderes Projekt entstanden, mehrfach preisgekrönt und mit internationalem Ansehen. Die Pop-Up-Dorms. Keiner von uns hat gewusst, kann das funktionieren, wie geht das überhaupt? Und alle haben gesagt, wurscht, wir probieren das jetzt einfach. Die Pop-Up-Dorms sind ein temporäres Studentenwohnheim, dessen Standort ganz einfach verlegt werden kann. Als wir darüber in unseren eigenen Gremien berichtet haben, haben alle gesagt, das wollen wir miterleben, das wollen wir auch sehen. Doch nicht nur die Versetzbarkeit der Pop-Up-Dorms ist bemerkenswert. Es ist ein Beispiel, dass ich mobil, ökologisch und trotzdem kostengünstig bauen kann. Betreiber der Pop-Up-Dorms sind ÖAD Student Housing und die österreichische Studentenförderungsstiftung Home for Students. Die Idee war, von der Stadt Wien eigentlich, etwas zu machen, wo man Grundstücke kurzfristig nutzen kann für 1 Jahr, für 5 Jahre und dann innerhalb kürzester Zeit wieder abbauen kann und an einem anderen Standort wieder aufbauen kann. Unsere Pop-Up-Dorms sind ein Studentenwohnheim auf Zeit eben. Und die Idee war, Grundstücke zu nutzen, die sonst keiner braucht für eine gewisse Zeit und da eben dann diese Boxen, die wir hier sehen, draufzustellen und wenn das Grundstück wieder gebraucht wird, wieder woanders hinzustellen. Der Hintergedanke war ganz einfach, Wohnen ist generell teuer, Wohnen für Studierende ist natürlich auch sehr teuer und Studierende haben einfach wenig Geld. Und darum wollten wir da was finden, wie können wir dem entgegenwirken. Liegt ein Grundstück einige Jahre brach, so kann man es günstig anmieten und dementsprechend temporär kostengünstigen Wohnraum für Studierende schaffen. Davon profitieren nicht nur diese. Eine derartige Zwischennutzung kommt auch dem Wesen eines Stadtentwicklungsgebietes entgegen. Also in großen Entwicklungsgebieten ist es oft gar nicht einfach, homogen vorzugehen, einheitliche Entwicklung anzubieten. Da bleiben Flächen frei, da kommen Baustellen später. Und wenn es da ein Konzept gibt, das damit kreativ umgeht, das Zwischennutzung auch als Chance begreift und einen Mehrwert schafft, dann ist das sehr viel wert. Die Seestadt Aspern hat gezeigt, wie das gehen kann. War sehr kreativ, da gibt es viele Beispiele. Und die Pop-Up-Dorms gehören da dazu als eine Art Zwischennutzung. Auf der einen Seite stand also das Bestreben, günstiges Wohnen für Studierende zu ermöglichen. Auf der anderen Seite das Interesse der Stadt Wien, Baugrund in Stadtentwicklungsgebieten nicht brach liegen zu lassen. Die Idee eines temporären Studentenwohnheims war genial und bediente beide Bedürfnisse. Doch wie konnte das Projekt umgesetzt werden? Wir haben im Jahr 2014 auf Initiative des damaligen Stadtrates Christoph Koher gemeinsam mit dem Studentenheimträgern ÖAD und Home for Students haben wir als Bauträger einen Wettbewerb ausgelobt. Mit dem Ziel, ein Studentenheim zu kreieren, das eben auf der einen Seite für die temporäre Nutzung von Liegenschaften dient und auf der anderen Seite auch wieder abgebaut werden kann und mehrfach wieder an einen anderen Ort transferiert und dort wieder aufgestellt werden kann. Gewonnen hat den Wettbewerb ein interdisziplinäres Team, bestehend aus den Firmen Obermeier Holzkonstruktionen, F2 Architekten, Grünraum Planen und Bauen, S&P Klimadesign und Lang Consulting. Das Konzept: eine Konstruktion aus mehreren Holzcontainern, die je nach Bedarf aneinandergefügt werden können, um den unterschiedlichen Anforderungen an unterschiedlichen Standorten gerecht zu werden. Das Ganze sollte zudem in Passivbauweise umgesetzt werden. Hier war die spezielle Herausforderung, dass das Haus insgesamt 4-mal umgesetzt werden können muss und man nicht weiß in 40 Jahren, welche Nutzung dann ist, also womöglich dann, dass es lauter Kleingartenhäusern jedes Modul für sich besteht, dass nicht nur das gesamte Gebäude an sich den Passivhausstandard und auch die Luftdichtigkeit erfüllen muss, sondern jede einzelne dieser Module eben genauso für sich den Standard erfüllen muss. Daraus hat sich ergeben, dass nicht nur die Außenhülle, also Fassade, Dach und Bodenplatte eben entsprechend in Passivhausqualität ist und genauso eben auch diese Innenbauteile, diese Innenwand oder eben da die Türen oder Fensterelemente. Aber trotzdem, und das ist eben das Sensationelle, ist der Baustandard mit Abstand der kostengünstigste schlussendlich geworden. Ja. Der Passivstandard war allen Projektpartnern wichtig.
Man sieht Österreich als Vorreiter, was ökologisches Bauen betrifft und nimmt die Verantwortung wahr, das in Österreich erarbeitete Wissen auch zu verbreiten. Der Klimawandel ist schließlich keine nationale Angelegenheit. Wir bringen pro Jahr 10.000 internationale Studierende und Gastforscher aus der ganzen Welt in allen Universitätsstädten Österreichs unter. Davon an die 3.000 in Passivhäusern, das heißt ökologischen Häusern. Das heißt, sehr viele Studenten aus der ganzen Welt kommen mit der Thematik ökologisches Bauen in Berührung. Das ist natürlich ein irrer Multiplikator. Das heißt, und selbst wenn sich nur 10 oder 20% dafür interessieren, bringt das natürlich diese Idee in die ganze Welt. Außerdem betreibt die ÖAD 2 Sommeruniversitäten zum Themenschwerpunkt Klimawandel. Generell konnte mit dem Projekt Pop-Up-Dorms auch unter Beweis gestellt werden, dass ökologische Bauweise keineswegs teuer sein muss. Das soll einfach eine Antwort auch drauf sein, auf die ewige, ich kann schon immer hören, Diskussion, ja, das können wir uns nicht leisten und das ist so teuer. Wir haben genau das Gegenteil bewiesen. Hallo, höchster Qualitätsstandard ist sogar kostengünstiger möglich als konventioneller Baustandard. Aus den günstigen Herstellungskosten und den günstigen Grundkosten ergibt sich für die Bewohner und Bewohnerinnen eine attraktive Miete. Wir sind gemeinnützig, das heißt, wir geben sowieso 1:1 weiter. Also es geht uns ja nicht darum, Profit zu machen, dürften wir auch gar nicht. Und man sieht es dann schon auch in den Kosten, weil wir haben hier, denke ich, sehr großzügige Zimmer und die Studierenden zahlen 360 € mit allem drin und dran. Also da ist Reinigung, Internet, einfach Strom, Heizung, also alles dabei. Und wenn man das vergleicht mit dem klassischen Markt, also da kommen wir in anderen Häusern weit nicht hin. Intern ist das Wohnheim quasi in 4er-WGs unterteilt, die sich jeweils eine gemeinsame Wohnküche teilen. Je 2 Personen teilen sich ein Bad. Durch gemeinsam genutzte Räume und eine offene Bauweise soll der soziale Kontakt unter den Studierenden gefördert werden. Wo die Menschen, die da wohnen, gegenseitig sehen, da ist wer zu Hause, da ist keiner zu Hause, einfach durch das Offene mit den großen Fenstern. Und das ist schon das, was wir uns daher sehr erwartet haben und auch wünschen und unseren Bewohnerinnen wünschen, dass sie einfach viel miteinander kommunizieren. Und da haben sie die Möglichkeit, weil erstens sehen sie sich, ob sie da sind. Und sie haben ein riesengroßes Atrium, ich glaube, so 200 Quadratmeter, wo sie sich einfach treffen können und den Platz und die Gelegenheit nutzen können, zu kommunizieren. Es ist alles sehr offen gestaltet und dadurch fühlt man sich gerade am Anfang, auch wenn neue Leute dazukommen und einziehen, schon relativ beobachtet. Aber danach ist es eigentlich ganz cool, weil man sieht alle ein- und rausgehen und man fühlt sich halt dann irgendwie verbunden miteinander, so als Einheit. Bei in anderen Studentenwohnheimen, was ich so höre, sieht man die anderen teilweise Tage nicht und das ist bei uns halt gar nicht der Fall. Im Sommer 2021 wurde der erste Umzug der Pop-Up-Dorms vollzogen. Innerhalb der Seestadt. Von der Sonnenallee 28 bis 30 weiter in die Sonnenallee 105. Lisa war eine der vielen Studentinnen, die in den Sommerferien ausgezogen ist, um im Herbst dann wieder in das gleiche Heim, aber an einen neuen Standort einzuziehen. Gewöhnlicherweise, wenn man auszieht, irgendwo wieder neu einzieht, ist alles neu. Aber wir haben einfach nur den Standort gewechselt. Also ich habe das gleiche Zimmer, die gleichen Mitbewohnerinnen und alles ist eigentlich gleich, aber trotzdem ganz anders, weil ein neuer Standort und man braucht trotzdem dann wieder seine Zeit, bis man sich eingewöhnt, weil irgendwie alles neu und gewohnt, aber trotzdem komplett anders ist. Der neue Standort der Pop-Up-Dorms ist in einem derzeit noch nicht so stark entwickelten Gebiet der Seestadt. Das ist natürlich so, dass man Standorte braucht, die noch nicht endgültig definiert sind, was dort passieren wird. Und die bieten sich natürlich an für eine temporäre Nutzung, für so eine Zwischennutzung. Und das war am ersten Standort so. Dort hat man jetzt eine dauerhafte Nutzung gefunden, darum die Übersiedlung. Und auch hier ist es jetzt so, dass es zwar eine grobe Vorstellung gibt, was hier auf dem Platz später passiert, aber es soll noch nicht endgültig entschieden werden. Und es ist ein Platz neben einer Kultureinrichtung und das ist natürlich für junge Menschen, Studierende, ein guter Platz, wo sie zumindest andocken können, obwohl vieles noch nicht in einem perfekten Zustand ist. Für Lisa ist der neue Standort eine Umstellung. Sie sieht dieser aber optimistisch entgegen. Gerade am alten Standort der Pop-Up-Dorms war
der Spar gegenüber und man hatte eigentlich eine total gute Infrastruktur. Auch mit der U-Bahn war ich schnell auf der Wirtschaftsuniversität. Also man konnte eigentlich alles halbwegs schnell erreichen und man hatte trotzdem durch den See und durch viel grüne Parks und die Landschaft trotzdem das Gefühl, nicht mitten in der Stadt zu leben, sondern eher etwas außerhalb. Und das trägt halt schon irgendwie auch zum Wohlbefinden bei. Und dadurch, dass jetzt aber die Pop-Up-Dorms umgezogen sind, auf den neuen Standort, fängt das Ganze jetzt wieder ein bisschen von vorne an. Man muss sich wieder ein bisschen so einfinden, wo geht man am besten hin, wo sind die kürzesten Wege zur U-Bahn. Der Umzug war nicht nur für die Studierenden eine Herausforderung, sondern für alle Projektbeteiligten. Das Umziehen war natürlich das große Fragezeichen. Weil ja, natürlich haben wir damals schon 2013 das so ausgeschrieben, dass das 40 Jahre halten muss und man bis zu 4-5 Mal übersiedeln können muss. Aber tatsächlich gemacht hat das ja noch vorher niemand. Also es war schon sehr spannend und wir waren auch durchaus nervös und aufgeregt und da haben wir uns die Frage gestellt, ja, klappt das geht sich das in der Zeit aus? Wie schaut das dann aus, wenn es wieder zusammengebaut ist? Ist das wieder genauso? Der Umzug der Pop-Up-Dorms war wirklich ein faszinierendes Vorhaben. Dass ein Gebäude, das fix verankert war und das, so sage ich jetzt einmal, eigentlich den Eindruck erweckt hat, dort für immer zu stehen, auf einmal wieder demontiert wird in seine Einzelbestandteile, in unserem Fall in die Holzmodule, dass die entsprechenden Stiegenanlagen entfernt werden, dass die Verschraubungen, die hier vorgenommen worden sind, dass die getrennt werden. Und dass all das, was sozusagen später hinzugefügt wurde, ja, wieder demontiert wird. Dass zuvor natürlich die Pop-Up-Dorms, dass die Studenten, die dort gewohnt haben, abgesiedelt worden sind, aber selbst die Einrichtung blieb großteils ja, in den Pop-Up-Dorms erhalten. Dann wurden diese auf Tieflader verladen. Aufgrund der speziellen Verkehrsbedingungen in der Seestadt konnten aber die Transporte nur in der Nacht durchgeführt werden, zwischen 1 und 5 Uhr. Und diese Elemente, immer 3 von denen, sind dann einmal auf einen Zwischenstandort transportiert worden. Und auf diesem Standort sind sie dann verblieben, so lange bis am neuen Standort die Finalisierung der Infrastruktur, der Stromanschlüsse, des Wasseranschlusses und der Kanalanschlüsse erfolgt ist. Und dann sind sie auf den neuen Standort dann transferiert worden. Selbst die Fundamente der beiden Gebäudeteile konnten mit übersiedelt und wiederverwendet werden. Und zur Zufriedenheit aller konnte auch der Zeitplan gehalten werden. Das war dann schon überraschend, wie schnell es plötzlich weg war am alten Platz und dann zwischengelagert auf der Sonnenallee, einer Baustraße, und dann innerhalb von wenigen Tagen ist dann so quasi der Endzustand hergestellt worden und da war dann das Zittern, wird es rechtzeitig fertig zum Studienjahrbeginn, und das war der Fall. Am neuen Standort ist die Richtungsdauer wenige Tage in Wirklichkeit. Dann dauert es noch ein bisschen, bis es innen auch wieder fertig ist und alles angeschlossen ist. Aber wenn man sich vorstellt, man beginnt quasi an so einem Standort neu, man will sowas neu errichten, dieser Zeitfaktor ist unglaublich und ist eigentlich, sieht man an dem, die Vorteile und die Flexibilität dieser temporären Nutzung. Es ist alles genauso wie vorher. Also der Vorteil halt dieser Boxen ist, dass die so kompakt und stabil sind, dass es da überhaupt kein Problem gibt. Also ich würde sagen, völlig unverändert am neuen Standort alles gleich. Von der Planung der Pop-Up-Dorms bis zum ersten Umzug sind viele Jahre vergangen. Und es hat sich in dieser Zeit der Blick auf den Klimawandel und ökologisches Bauen verändert. Technische Anpassungen der Holzmodule mussten nach dem Umzug jedoch keine gemacht werden. Der einzige Bereich, der sozusagen hier neu adaptiert oder jetzt nachträglich adaptiert wird, ist, dass auch im ersten Bauabschnitt, was damals eben aufgrund der Lage mit der Verschattung und so weiter gar nicht möglich gewesen wäre, eben hier dann ebenfalls mit einer Photovoltaik eben versehen wird und damit eben ein Gutteil des Stroms, der hier benötigt wird, auch selbst erzeugt wird. Aber vom energetischen Standard des Gebäudes her ist es nach wie vor top und wird es wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren dann sein. Das Konzept ist also in jeder Hinsicht nachhaltig und wurde dementsprechend auch international gewürdigt und mehrfach ausgezeichnet. Ja, als wir das Projekt Pop-Up-Dorms begonnen haben, konnten wir noch nicht wissen, welche Reise wir hier beginnen, die schlussendlich in Moskau endete,
bei der Vergabe des international renommiertesten Immobilienpreises, des FIAPSI Grand Prix d'Excellence, der für ausgezeichnete Immobilienprojekte im weltweiten Vergleich vergeben wird. Und wir haben diesen Preis errungen in der Kategorie Affordable Housing. Wir haben konkurriert mit Hotelprojekten aus Asien, mit Hochhausprojekten aus Amerika und mit Sanierungsprojekten in Europa. Und dieses Projekt wurde als einziges und erstes österreichisches Projekt hier damit ausgezeichnet. Wien zeigt eben auch immer wieder, so wie auch mit den Steinhofgründen oder mit diesem Pionierprojekt und vielen anderen, dass man immer wieder ganz vorne bei dem Thema mit dabei ist, weltweit Marktführer ist. Und darauf sollten wir nicht nur stolz sein, sondern eben auch im nächsten Schritt dazu übergehen, das dann zum Baustandard zu machen. Und das wäre meine Forderung, meine Bitte an die Politik, hier auch Mut zu beweisen, um den Kindern und unseren Kindeskindern eine Zukunft auf diesem Planeten zu bieten.